Heute gibt es ein Video, auf das wohl einige schon sehr gewartet haben. Zumindest haben mich sehr viele Leute deshalb angeschrieben. Und zwar gibt es von mir das erste kleine Fazit nach den ersten Wochen der Nutzung zwischen der DJI Osmo Pocket 4P und der Insta360 Luna Ultra. Die beiden Kameras haben ja sehr viel gemeinsam, haben aber dann doch deutlich größere Unterschiede. Die möchte ich euch heute natürlich mal mitteilen, was ich so in der Erfahrung der letzten Wochen so gesammelt habe. Das Ganze ist nicht bezahlt. Ich werde von beiden Herstellern nicht bezahlt. Ich habe mir beide Kameras selbst gekauft. Ihr könnt also davon ausgehen, das ist hier wirklich sehr neutral gehalten und das möchte ich euch natürlich auch wiedergeben. Wie gesagt, ich habe die jetzt wirklich die letzten Wochen ausgiebig parallel miteinander getestet und konnte da so ein bisschen meine Erfahrungen, meine Vor- und Nachteile, die positiven und negativen Erfahrungen damit sammeln und die will ich euch heute jetzt einfach mal mitteilen. Beide Kameras bieten euch mehr oder weniger erstmal das Gleiche. Ihr habt eine Handkamera mit einem Gimbal, ihr habt zwei Fotosensoren bzw. Kamerasensoren mit zwei optischen Linsen davor, die sich im Bereich von 20 und 60 mm bewegen. Da gibt es ein bisschen einen kleineren Unterschied, also man sieht ab und zu, dass doch die Brennweite ein kleinerer Unterschied hat, aber das wirklich nur im ganz kleinen Bereich und sollte da erstmal nicht weiter stören. Ich habe mir hier viele Punkte aufgeschrieben, die habe ich mir hier hingelegt, damit ich da einfach ein bisschen besser nachgucken kann und werde das so nach und nach mal ein bisschen durchgehen und dann schauen wir uns einfach mal an, wo denn hier wirklich die drastischen Unterschiede sind. Denn wenn ihr die Kameras, ich sag mal, als Amateur verwendet, dann habt ihr da wahrscheinlich gar nicht so den Unterschied, den ihr feststellen könnt, gerade in der Bildqualität oder so. Man muss sagen, die DJI ist durch diesen neuen Sensor da ein Tick besser in der Dynamik, also ja, ein Tick schon deutlich besser, aber es ist auf einem Niveau, da muss man schon wissen, was man tut, um das Ganze zu bearbeiten, dass man da die Vorteile raus hat. Ansonsten, wie gesagt, bekommt ihr mehr oder weniger fast das Gleiche. Gehen wir mal zu den Details. Fangen wir mal an und zwar direkt mit der Zeitlupe. 4K 240 bietet euch da der Pocket 4P. Bei der Luna sind es nur 4K 120 und das hört sich vielleicht erstmal nicht so viel an, aber es ist eben in einer 30 FPS Timeline ein Unterschied zwischen vierfacher und achtfacher Zeitlupe. Und das macht dann schon doch deutlich einen Unterschied. Da ist also bei der Zeitlupe schon deutlich was sichtbar. Die DJI hat es jetzt auch per Update gekriegt, dass ihr das Ganze im D-Log aufnehmen könnt. Das war vorher nicht möglich. Die Luna Ultra konnte das vorher schon. Bei beiden Kameras tut sich aktuell sehr viel mit Firmwares. Also da kann sich jetzt auch zum Release des Videos beziehungsweise kurz nach Release des Videos schon wieder einiges getan haben. Als nächstes sind wir beim Punkt 4K gegen 8K. Der Pocket 4P bietet euch nur 4K-Auflösung, die Luna Ultra bietet euch da 8K. Und da ist es wie bei der Zeitlupe, das ist schon ein größerer Unterschied. Also 8K ist natürlich deutlich mehr an Auflösung. Es ist die Frage, benötigt ihr 8K wirklich? Also ich war unterwegs, ich nehme meistens mit beiden Kameras in 4K 60 auf. Dann habe ich immer so eine kleine Zeitlupe, die ich machen könnte, wenn ich mal irgendwie was Spezielles sehe. Deswegen nutze ich die 8K da nicht wirklich. Klar, wenn ihr in Details gehen wollt oder ihr seid in den Bergen, wollt irgendwie Landschaft aufnehmen oder sowas, dann habt ihr mit 8K dann natürlich deutlich mehr Auflösung dahinter und da wäre die Luna dann natürlich die bessere Kamera für euch. Ein weiterer, ja, Punkt, will ich mal sagen, der für mich ein bisschen einen größeren Unterschied gemacht hat, sind User-Profile. Und zwar könnt ihr euch bei der Pocket 4P User-Profile erstellen, Custom-Profile, die könnt ihr euch auf so eine Schnelltaste legen, beziehungsweise das über das Menü abrufen und da könnt ihr euch so Profile hinterlegen, wie zum Beispiel 4K 30 in D-Log 2, dann 4K 60 in D-Log 1 fürs nächste Profil oder die große Telelinse für ein C3-Profil oder sowas. Sowas bietet euch die Luna Ultra aktuell noch nicht. Und das macht die Bedienung an der Pocket 4P einfach deutlich einfacher, denn ihr könnt sehr viel schneller zwischen Profilen hin und her springen und eben das Passende auswählen. Ihr könnt euch da eine Zeitlupe drauflegen, dann seid ihr da wirklich mit zwei Touchscreen-Tappern in dem neuen Profil, habt alles perfekt eingestellt. Also da hoffe ich, dass das bei der Luna Ultra per Update auch noch kommt, weil das macht die Bedienung eigentlich sehr viel einfacher. Wenn wir bei der Bedienung sind, dann haben wir natürlich bei der Luna Ultra den großen Vorteil und zwar, ihr seht es hier, es klemmt ein bisschen, aber es geht.
Ihr könnt den Bildschirm und eben die Fernbedienung abnehmen. Und das ist eben kein kaufbarer Zubehörartikel, wie es für die Pocket 4P ist. Da gibt es hier diese kleine Fernbedienung, sondern das ist halt direkt dabei. Und das macht einige Sachen schon deutlich einfacher, denn ihr könnt die Kamera einfach irgendwo hinstellen, könnt die da stehen lassen und fernbedienen. Ihr habt da einen sehr guten Bildschirm, den könnt ihr gut ablesen und ihr könnt wirklich alles darüber steuern. Das heißt, ihr könnt den abnehmen, habt da drin sogar noch ein kleines Mikrofon verbaut und könnt da einfach loslegen und euch schöne Sachen kreieren. Bei der Pocket 4P in der Kreativ-Kombo oder ich weiß nicht, Vlog-Kombo heißt sie, glaube ich, da ist diese Fernbedienung dabei. Auch mit der könnt ihr sehr viel bedienen, sag ich mal. Vor allem der Joystick, auch hier an den Kameras selbst, ist der DJI-Joystick schon deutlich feinfühliger. Ihr könnt da sehr viel genauer was einstellen. Aber ihr habt hier den Nachteil, ihr könnt keine großen Einstellungen einstellen. Also ihr könnt zum Beispiel die Framerate oder sowas nicht ganz so einfach User-Profile wechseln, wie es jetzt bei der Luna Ultra ist. Denn die Luna Ultra, ihr habt eben nur dieses eine Gerät und alles, was ihr so in diesem Modus machen könnt, könnt ihr auch machen, wenn der Bildschirm weg ist. Ist bei der DJI Pocket 4P eben nicht so der Fall. Dann haben wir noch einen Punkt, der nervt mich ein bisschen. Und zwar, die Fernbedienung hat ein eigenes Ladekabel. Das ist sehr, sehr störend, denn ihr braucht ein USB-C-Kabel, um die Kamera zu laden, das eigene Kabel noch, um eben die Fernbedienung zu laden. Und dann braucht ihr noch ein drittes Kabel, um das DJI Mic Mini 2 zu laden. Das hat auch nochmal einen eigenen Anschluss. Bei der Insta360 Luna Ultra, wenn ihr das in der, ich glaube, Creator Combo oder sowas heißt es dann, kauft, habt ihr das Mikrofon dazu und auch dieses Mikrofon hat einfach nur einen USB-C-Anschluss. Das hatte jetzt DJI Mic 3 auch, aber das bekommt ihr eben nicht mit der Pocket 4 im Paket. Ihr bekommt da nur das Mini 2 Mikrofon und das hat auch kein 32-Bit Float Audio. Da müsst ihr euch also, wenn ihr die volle Audio-Performance haben wollt, erst noch ein 2S-Mikrofon oder eben das DJI Mic 3 dazu kaufen. Sind eben so ein paar Sachen. Gerade das mit den Kabeln stört wirklich, weil man in dem Paket hier einfach 3 Kabel mitnehmen muss, wenn man wirklich unterwegs alles laden will. Bei der Luna Ultra reicht euch einfach ein ganz normales USB-C-Kabel. Und dann ist es natürlich, ich habe es ja schon erwähnt, hier eben bei der Luna Ultra der Vorteil, wenn ihr den Bildschirm abnehmt, ihr habt da ein Mikrofon drin und es hört sich gar nicht mal so schlecht an, habt ihr hier bei DJI eben nicht. Dafür habt ihr natürlich den Nachteil, solltet ihr euch an der Luna Ultra den Bildschirm hier kaputt machen, dann habt ihr erstmal das Problem, dass ihr die Kamera einfach nicht bedienen könnt, weil es ist eben Teil der Kamera, ein Teil, den ihr entfernen könnt. Ich würde jetzt nicht mal über Verlieren reden, weil da muss man sich wirklich schon blöd anstellen, um das Ganze zu verlieren. Aber wenn euch das mal runterfällt und der Bildschirm geht wohl ziemlich schnell kaputt, also da habe ich schon einige Videos gesehen im Internet, dann habt ihr da eben das Problem, ihr könnt die Kamera gar nicht mehr bedienen. Bei der Pocket 4P, wenn euch das Ding runterfällt, ihr verliert es, ihr habt keinen Nachteil. Also klar, ihr könnt es nicht mehr fernbedienen, aber die Kamera an sich funktioniert erstmal weiter ohne Probleme. Wie das da mit Reparaturen ist und so weiter, ich habe keine Ahnung. Also ich gehe mal davon aus, bei Insta360 bekommt ihr da auch einen Ersatzteil. Das wird aber wahrscheinlich dementsprechend kosten. Dann habe ich natürlich eben die 32-Bit gerade schon angesprochen. Mit dem Mic Mini 2 bekommt ihr keine 32-Bit. Der Pocket 4P unterstützt das Ganze natürlich, wenn ihr ein Mini 2S oder eben einen DJI Mic 3 damit benutzt. Bei der Luna Ultra bekommt ihr das Mic Pro dazu, wenn ihr eben die große Combo kauft. Und da habt ihr dann auch 32-Bit drin. Und gerade für Sachen, wenn ihr mal einen Autosound aufnehmt oder so oder etwas lauter oder etwas leiser, habt ihr da eben den Vorteil vom 32-Bit Audio. Und wenn wir gerade noch bei der Bedienung waren, kommen wir nochmal dazu. Ihr habt natürlich bei der Luna Ultra auch so ein bisschen den Vorteil, die 2 Knöpfe hier, die könnt ihr immer bedienen. Bei der Pocket 4P befinden sich die beiden Custom-Knöpfe ja unter dem Display. Das heißt, ihr könnt die eben nicht bedienen, wenn ihr das im Vertikalmodus benutzt. Da hat die Luna wieder so einen kleinen Vorteil. Vorhin schon angesprochen, ein großer Vorteil bei dem Pocket 4P ist eben der Joystick, denn damit lässt sich sehr viel feinfühliger und sehr genauer steuern. Also bei der Luna Ultra ist das Ganze echt so, ihr drückt den einmal so ein bisschen und die macht schon einen relativ großen Schwenker. Beim Pocket 4P könnt ihr da wirklich gezielt den Joystick verstellen bzw. den Gimbal verstellen über den Joystick. Und auch von der Einstellungsmöglichkeit habt ihr da beim Pocket 4P, Geschwindigkeit und so weiter, dann doch deutlich mehr
ich möchte mal sagen, Möglichkeiten, um da cinematischer aufzunehmen. Was dann auch noch ein bisschen ein Punkt ist, der mich gerade noch stört, ich hoffe, der wird vielleicht auch noch mit einem Update behoben, ist, ihr könnt beim Pocket 4P ziemlich einfach zwischen der Einfach und Dreifach Zoom-Einstellung hin und her wechseln. Ihr könnt auch von 1 auf 6-fach direkt wechseln und so weiter. Ihr habt bei der Luna Ultra ja hier diese kleine Zoom-Wippe und da müsst ihr halt direkt durchschalten. Das heißt, ihr müsst erstmal von 1 auf zweifach, dann auf dreifach und dann eben 6-fach, 12-fach wechseln und zurück eben genauso wieder. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass es da eine schnelle Option geben wird, wo man eben auch zwischen den Linsen ein- und dreifach einfach hin und her wechseln will, weil ich will eigentlich den Digital-Zoom, wenn es geht, so gut wie möglich nicht benutzen und einfach nur die festen Brennweiten nutzen. Da ist also der DJI Pocket 4P auch erstmal im Vorteil. Dann haben wir noch das Thema D-Log 2 beim Pocket 4P. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Beim Pocket 4P ist es einfach so, das D-Log 2, wo ihr die höchste Dynamik habt, das habt ihr nur in der Weitwinkellinse. Und wollt ihr dann wechseln auf einen Zoom, auf das Zoom-Objektiv oder ihr wollt überhaupt Zoom, dann müsst ihr erstmal aus dem D-Log 2 Profil rausgehen, in das normale D-Log Profil wechseln und könnt da dann die Kamera mehr oder weniger ganz genau gleich wie die Luna Ultra nutzen. Bei der Luna Ultra, ihr stellt das iLog ein, ihr habt alle Brennweiten zur Verfügung, alles Mögliche funktioniert da im iLog. Bei der Pocket 4P ist es eben so, D-Log 2 nur mit der Weitwinkellinse und ihr habt in D-Log 2 zum Beispiel auch keine Auto-ISO-Einstellung. Also da müsst ihr dann schon von Hand die ISO einstellen, dass die Belichtung so ein bisschen passt. Bei der Luna Ultra habt ihr Auto-ISO in allen Modi eigentlich, also das funktioniert da schon besser. Dafür habt ihr bei der Luna Ultra wieder das Problem, ihr könnt Schärfe und Rauschreduzierung im iLog-Profil aktuell nicht einstellen. Es lässt sich da nicht konfigurieren. Bei der Pocket 4P habe ich das erstmal runtergesetzt. Da ist die Schärfe auf -2, die Rauschreduzierung auf -2. Wenn mir das zu viel rauscht, dann will ich das im Nachgang bearbeiten, habe dafür aber deutlich mehr Detailschärfe drin. Ist halt so eine Sache, wenn ihr in iLog, D-Log arbeiten wollt, gibt es da auch größere Unterschiede. Dann haben wir natürlich das Problem Filter, beziehungsweise nicht das Problem, sondern die Lösung der Filter. Bei der Luna Ultra, ich drehe euch das gerade mal so hin, da ist nämlich ein Filter drauf. Ich habe da einen Freewell-Filter drauf, die verlinke ich euch unten auch mal. Ein ND-Filter solltet ihr benutzen, denn die Verschlusszeiten sind sonst wirklich sehr, sehr kurz. Ihr habt da ein nicht so flüssiges Bild, was ihr sonst haben könntet, wenn ihr einen Filter benutzt. Und wie gesagt, ihr solltet Filter benutzen. Da gibt es aber einen großen Unterschied. Bei der Luna Ultra sind die von Haus aus magnetisch. Das heißt, ihr könnt die hier direkt abnehmen. Ich zeige es euch gerade einfach mal. Ihr nehmt den Filter und schon ist er runtergefallen. Super. Es passiert nichts, die sind relativ stabil, aber ja, ist magnetisch. Ihr seht es hier, ich kann den da magnetisch wieder hinbringen. Bei der Pocket 4P ist das Ganze eben nicht magnetisch. Hat den Vorteil, es kann euch nicht so einfach runterfallen, aber ihr müsst den immer so ausklipsen. Also ihr klipst da, ihr nehmt den Filter weg, nehmt einen neuen Filter, müsst den hier wieder einbringen und ihr seht es jetzt schon, das ist alles ein bisschen ein Hin- und Hergefiddel. Ja, es hat aber funktioniert. Magnetisch ist dann natürlich die einfachere Lösung, funktioniert dann doch ein bisschen besser. Ich würde mir hier wünschen, dass das Ganze magnetisch wäre. Ihr habt da elektronische Kontakte. Vielleicht gibt es da ja irgendwann mal einen elektronischen ND-Filter. Das wäre natürlich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich kann es aber nicht versprechen, ich habe da keine Infos dazu. Es ist nur eben jetzt der Fall, ihr bekommt Nachbaufilter, Drittherstellerfilter. Die haben wohl schon eine kleine Aufnahme für so ein bisschen magnetisch was. Ich benutze hier aber auch die Freewell-Filter. Und die machen da einfach einen richtig guten Job. Die sind dann natürlich richtig fest dran. Bei der Luna Ultra ist es so, wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel an einem Auto befestigt und ihr fahrt da mal mit 100, keine Ahnung, über 100 km/h, dann mache ich mir da schon Gedanken, na, hält der Filter magnetisch, wenn da jetzt eine Windböe irgendwie kommt, könnte der vielleicht wegfliegen. Das habt ihr natürlich beim Pocket 4 nicht, da sitzt der wirklich bombenfest. Es ist aber eben das Ding, bei der Luna Ultra, wenn ihr am Vloggen seid, wenn ihr durch die Gegend lauft, dann merkt ihr einfach, es ist deutlich einfacher zu handeln, wie jetzt hier immer, ihr habt es ja gerade gesehen, dieses Einklicken, Ausklicken und so weiter. Macht dann natürlich weniger Spaß. Was beim Pocket 4P auch weniger Spaß macht, ist der Transport an sich. Denn
Ihr habt den Pocket 4P und ihr habt keinerlei, ja, Schutzhülle oder sowas. Ihr bekommt da zwar so ein kleines Täschchen. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute dieses Täschchen wirklich verwenden, weil es schützt den Pocket 4P ja an sich erstmal nicht. Der kann sich da drin wirklich trotzdem frei bewegen und so weiter. Bei der Luna Ultra ist es deutlich besser gelöst. Ihr habt hier dieses Case, mit einem Drück geht es auch auf. Das schützt die Luna Ultra natürlich deutlich besser. Ihr könnt das Ganze auch mal in eine Hosentasche packen und so weiter. Das geht mit dem Pocket 4P natürlich nicht. Für ein Pocket 4P gibt es einige Druckdateien, die euch sowas hier schon nachbauen. Bei der Luna Ultra bekommt ihr das natürlich von Haus aus dazu. Ist also schon mal besser gelöst. Vor allem, ihr seht es auch hier bei mir, ihr könnt noch Linsenvorsätze, Filter und so weiter montieren. Habt die dann immer dabei. Macht hier also deutlich mehr Spaß als beim Pocket 4P. Dafür hat der Pocket 4P wieder ein eigenes Thema für sich, was es deutlich besser gestaltet hat, was DJI deutlich besser gestaltet hat. Und zwar, das ist der interne Speicher. Der Pocket 4P bietet euch 103 GB rum internen Speicher. Das ist mehr als doppelt so viel als das, was die Luna Ultra bietet. Die hat nämlich nur 47 GB internen Speicher. Und es reicht zwar für 20, 30 Minuten mal so ein bisschen was aufnehmen, ist aber natürlich deutlich weniger als das, was der Pocket 4P da euch so mitbringt. Bei den aktuellen Speicherpreisen kann das für euch natürlich auch vielleicht ein Thema sein. Ich nutze den internen Speicher eigentlich sehr gern. Klar, ich habe auch große Micro-SD-Karten, aber die internen Speicher von beiden Kameras lassen sich wirklich sehr, sehr schnell auslesen. Das heißt, ihr steckt es über USB-C an euren Laptop, an euren Rechner und der lädt euch da wirklich mit hunderten Megabyte pro Sekunde das Zeug runter. Bei einer Micro-SD-Karte wird es schon ganz schön schwer, in diese, ja, Geschwindigkeitsbereiche zu kommen. Da hat also der Pocket 4P wieder einen kleinen Vorteil. Dann seht ihr aber wieder so einen kleinen anderen Vorteil. Ihr seht es vielleicht, während die Kameras hier stehen. Ich habe an beiden Kameras jetzt mal die Batteriegriffe dran. Und das seht ihr, wenn wir die so nebeneinander halten, ohne Stativ, sehen wir, dass die eigentlich relativ gleich groß sind. Bei der Luna Ultra haben wir den Vorteil, wir haben da im Griff diese kleinen Stativfüßchen, die ihr einfach einklappen könnt und dann ist das Ding hier wirklich sehr kompakt und passt in die Hose, in die Tasche, wie auch immer. Ihr könnt es aber trotzdem auf dem Tisch abstellen. Beim Pocket 4P seht ihr es schon, da braucht ihr hier diese Stativfüßchen. Die sind zwar im Lieferumfang mit dieser kleinen Griffverlängerung, also nicht dem Batteriegriff. Und dann könnt ihr den natürlich auch abstellen und der steht dann natürlich auch deutlich sicherer, weil es eben ein größeres Stativ ist. Aber wenn wir den mal angeschraubt lassen und das zusammenklappen, dann seht ihr, das ist schon ein deutlicher Größenunterschied. Und da gefällt mir diese interne Lösung von der Luna Ultra schon sehr gut. Ihr könnt hier nämlich trotzdem noch theoretisch dieses Stativ hier montieren, wenn es euch nicht stabil genug ist. Habt aber trotzdem immer diese interne Lösung, ist bei der Luna Ultra also auch wieder besser gelöst. Dann kommen wir mal hier zur zweiten Seite, was wir noch so haben. Ja, Startgeschwindigkeit. Die Luna Ultra, ich kann es euch mal kurz zeigen. Wir machen das hier jetzt mal so. DJI ist fertig, die Luna Ultra, ja, die war schon im Warmstarten mehr oder weniger. Die Luna Ultra hat nämlich wirklich so ein bisschen das Problem, die startet relativ langsam, wenn sie mal länger aus war. Und das sind dann wirklich einige Sekunden, die euch da fehlen. Der Pocket 4P macht es da deutlich schneller. Ist halt ein Thema, sollte man so ein bisschen beachten. Was ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe, beide werden es erwärmen. Und das ist wirklich ein Thema, wenn ihr damit ein bisschen länger filmt. Beide Kameras werden deutlich warm. Also ihr könnt es richtig spüren, die werden schon warm. Also ich möchte nicht sagen heiß, dass ihr euch da dran verbrennt, aber es ist schon deutlich wärmer als alles andere, was ich so sonst noch hier habe. Ein Pocket 4 oder ein Pocket 3 oder sonst irgendwie was, Actionkameras oder so. DSLM-Kameras, die werden alle nicht so warm wie jetzt die beiden hier. Muss man so ein bisschen beachten. Ich hatte jetzt nie Übertemperaturprobleme, selbst wenn wir jetzt hier 35 Grad draußen hatten. Aber es war eben so, ja, sind beide schon gut warm geworden. Ich habe hier noch einen Punkt, ich weiß nicht, der ist hier irgendwie dazwischen gerutscht, und zwar die Belichtung. Bei beiden Kameras habt ihr aktuell das Problem, ihr habt kein Histogramm oder so auf dem Bildschirm. Das heißt, wenn ihr manuell belichten wollt, fällt euch das ziemlich schwer. Ihr könnt es mit einer Smartphone-App an beiden Kameras machen, Histogramm einblenden und so weiter, aber ihr habt hier aktuell keinerlei Möglichkeit, euch irgendwie die Belichtungshilfe anzeigen zu lassen. False Color oder was weiß ich, ein Waveform-Monitor oder sowas wäre natürlich ein Traum. Gibt es bei beiden nicht. Ist ein Thema, kommt sicherlich auch irgendwann mal noch per Update irgendwie dazu.
Dann haben wir ich habe mir hier notiert Verarbeitungsqualität, denn bei anderen habe ich gesehen, da wird von Klappergate und so weiter beim Pocket 4P geschrieben, geredet, wie auch immer, Videos gezeigt. Klappergate, wenn man sie schüttelt. Und hört mal hin, man hört schon, dass da was klappert. Aber Leute, die Luna Ultra ist nicht wirklich leiser. Also von einem Klappergate zu sprechen, würde ich mir da jetzt nicht wirklich erlauben, denn beide Kameras klappern. An sich ist ja auch klar, ihr habt hier bewegliche Teile am Gimbal und so weiter. Die werden zwar in der Ruheposition magnetisch gehalten, sind aber sicherlich nicht fest. Klar, bei der Luna Ultra in dem Case ist es dann natürlich was anderes, aber so an sich die Kameras macht es wirklich keinen Unterschied. Und verarbeitungstechnisch, klar, beide auf einem hohen Niveau, hier die Bildschirme, alles super, die klappern zum Beispiel nicht. Ich habe hier bei der Luna Ultra festgestellt, wenn ihr da mal hören wollt, ich weiß nicht, ob ihr es hört, der kleine Zoom-Rocker, der macht da so ein bisschen Geräusche. Ich hatte es ab und zu schon während dem Laufen, dass ich da mal ein kurzes Klackern gehört hatte. Das habt ihr hier natürlich bei der Pocket 4P nicht. Ihr habt da nur den Joystick, da klappert soweit erstmal nichts. Aber ich würde von beiden sagen, sie befinden sich auf einem gleichen Level der Verarbeitungsqualität und wird da jetzt nicht darauf irgendeine Entscheidung basieren lassen. Kommen wir zur Bildqualität. Das wird sicherlich einige interessieren und da muss ich jetzt wahrscheinlich einige auch ja, ein bisschen enttäuschen, denn es ist so, die Bildqualität von beiden Kameras ist hoch. Es gibt Unterschiede, klar, und da muss man sagen, wenn man ganz ehrlich ist und das richtig bearbeitet und gut weiß, was man damit machen muss, was man bearbeiten muss, dann bekommt ihr am Pocket 4P an der DJI-Kamera deutlich bessere Bildqualität her. Deutlich, nicht im Sinne von Auflösung, denn die Luna Ultra bietet euch ja 8K und nicht nur 4K. Aber dieser Low-Fix-Sensor, wie der heißt, ein bisschen witziger Name, aber der liest einfach deutlich besser aus. Der liest ja doppelt aus, legt euch da ein bisschen was übereinander und ihr bekommt in der Kamera einfach eine Dynamik, die ist fast nicht von dieser Welt. Also das bekommt ihr sonst nur im Vollformatbereich, Cinema-Bereich, wo ihr da bei 17 Stops Dynamik, die angegeben sind, gemessen sind es glaube ich 16, aber auch diese 16, das ist ein Brett, das ist ein Wert, da kommt die Luna Ultra einfach bei weitem nicht hin. Und da muss man wirklich ehrlich sagen, schaut man aufs letzte Detail der Bildqualität, Dynamik und so weiter, die Schatten, die Höhen und so, was man da retten kann, dann ist der Pocket 4P da schon deutlich besser im D-Log 2, aber auch im D-Log schon, da macht der Sensor schon auch eine gute Arbeit, da kommt die Luna Ultra einfach nicht mit. Aber wie gesagt, das befindet sich auf einem Niveau, das ist so hoch, da müsst ihr schon wissen, was ihr tut. Wenn ihr jetzt eine Kamera sucht für euren Urlaubsvlog oder so, ihr seid Amateur, ihr schneidet das auf dem Handy oder was weiß ich was, dann wird es da schon wirklich schwer, groß die Unterschiede zu sehen. Denn dann muss man schon genau hingucken. Klar, ihr könnt dann bei der DJI die Schatten besser rechnen und so weiter. Aber wenn ihr richtig belichtet, dann habt ihr da sowieso das Thema, dass das Bild von Haus aus schon eigentlich passen dürfte und es deswegen dann wirklich keinen großen sichtbaren Unterschied gibt für euch. Wenn ihr da natürlich viel bearbeitet, dann habt ihr das mit der DJI schon deutlich einfacher und könnt da sehr viel mehr rausholen. Wenn ihr eben die 8K braucht, die bietet euch nur die Luna Ultra, da gibt es bei der DJI einfach ja, gar nicht die Möglichkeit dazu. Ist halt so ein Thema, braucht man 8K oder nicht? Für einen Urlaubsvlog würde ich es jetzt übertrieben finden. Wenn ihr eine Interviewsituation habt mit zwei Partnern und da vielleicht zwei Ausschnitte rausziehen wollt, sieht das Ganze vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Eindrücke von beiden Kameras im Parallelbetrieb. Da seht ihr einfach mal so ein bisschen den Low-Light-Test. Ich habe die mitgenommen. Ich wollte eigentlich einen Sonnenuntergang aufnehmen, dann ist da aber ein Gewitter aufgezogen und hat bei uns oben am Sender schon wirklich Radau gemacht. Ich habe das Ganze dann mehr oder weniger aus dem Auto mit offener Scheibe gefilmt, weil ich auch ein bisschen Schiss hatte vor den ganzen Blitzen um mich herum. Aber das sind ziemlich coole Aufnahmen entstanden und da sieht man dann natürlich auch schon ein bisschen den Unterschied, welche Kamera da was bietet. Ich hatte da auch noch einen Pocket 4 dabei, der ist aber auf einem ganz anderen Level. Also da sind die beiden hier schon deutlich besser als so ein normaler Pocket 4. Allein natürlich auch schon wegen der Telelinse würde ich aktuell nur noch zu den beiden Kameras greifen und gar nicht mehr zu einer Kamera, die euch nur eine Linse bringt. Dann haben wir hier noch so ein bisschen ja, eine Sonnenuntergangssituation mit der Sarah, die da ein bisschen rumläuft. Die habe ich da ein bisschen rumflitzen lassen und da mal ein bisschen was aufgenommen. Da seht ihr auch so einen kleinen Unterschied in der Brennweite, eben was ich euch vorhin schon gesagt hatte, dass eigentlich beide auf der Dreifach-Telelinse stehen, aber hier so ein bisschen ein anderer Bildausschnitt entsteht.
Ansonsten muss man eben, wie gesagt, sagen, die Bildqualität ist bei beiden wirklich sehr hoch. Da kann man schon deutlich was rausholen, deutlich mehr, als es vor 5 Jahren noch der Fall war zum Beispiel. Also so als Beispiel, klar, eine DSLM ist da in gewissen Bereichen schon nochmal auf einem anderen Level, weil ihr eben durch Objektive auch da ganz andere Eindrücke habt. Aber das, was die Kameras in der Größe bieten, für die Größe einfach top. Jetzt ist man natürlich so ein bisschen an den Preis gebunden. Und preislich muss man sagen, der Osmo Pocket 4P ist da schon deutlich im Vorteil. Denn die Standard-Kombo, ja, der Standardumfang liegt beim Osmo Pocket 4P bei 599 und bei der Luna Ultra bei 729. Klar, ihr habt bei der Luna Ultra dann natürlich hier schon dieses abnehmbare Monitormodul, was euch beim Pocket 4P fehlt. In der Creator Combo sieht es dann aber auch so aus. Da ist die Vlog Combo, oh, hier steht 5,89, aber ich glaube es ist 6,89 für die Vlog Combo beim Pocket 4P gegen 929 in der Creator Combo bei der Luna Ultra. Da seht ihr also, da ist schon auch wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Ihr bekommt den 4P in der Combo mit Mikrofon und so immer noch günstiger als die Luna Ultra. Und das ist dann natürlich schon ein Brett, weil es macht halt schon preislich was aus. Ihr müsst aber eben auch beachten, sowas wie das Case und so weiter bei der Luna Ultra, Batteriegriff und so, da bekommt ihr natürlich auch ein bisschen mehr dafür. Ob sich das Ganze dann wirklich preislich noch so einen großen Unterschied, ob sich da was ergibt, müsst ihr euch konfigurieren. Das kommt natürlich darauf an, was ihr alles da braucht. Bei den Drittherstellern-Artikeln, wie eben angesprochen, die Filter, sei es jetzt von Freewell oder von Telesin, welche ich beide nutze und mit beiden wirklich sehr zufrieden bin. Ich verlinke euch das mal unten, dann könnt ihr euch das angucken. Die geben sich preislich da nicht viel, klar, es gibt ein paar kleinere Unterschiede, es gibt auch verschiedene Pakete, aber wie gesagt, ich würde euch das auch wirklich empfehlen, ND-Filter zu benutzen. Das solltet ihr tun, damit ihr da wirklich die schönen Aufnahmen nicht so ruckelig und so weiter rausnehmen sollt, weil wenn die hier mit einer Viertausendstel Sekunde Verschlusszeit arbeiten, dann sieht das Bild einfach nur digital aus und auch ein bisschen ruckelig, einfach nicht so schön, wie wenn ihr euch da an die 180 Grad Shutter-Regel haltet. So, ich verlinke euch das alles mal unten, die Pakete und so weiter. Schaut es euch an, würde mich natürlich freuen, wenn ihr über die Links einkauft. Dann habe ich auch was davon. Es ist für euch nicht teurer, aber das dürft ihr selbst entscheiden. Welche Kamera für euch die richtige ist ja eigentlich so mein Abschluss. Und die Entscheidung ist sehr schwierig. Ich muss jetzt sagen, ich komme mit beiden Kameras klar. Also ich bin da wirklich mit beiden auch sehr zufrieden. Klar, jeder hat so noch ein paar Sachen, wo man noch was verbessern kann. Und da muss man sagen, die werden sicherlich verbessert werden. Beide arbeiten sehr stark an ihren Firmwares. Da kamen in letzter Zeit so viele raus. Wie gesagt, es kann auch sein, von dem Video jetzt bis zum Release von der Aufnahme bis zum Release von dem Video kann sich da auch wieder was tun. Und dann wird da sicherlich noch das eine oder andere, ja, geändert werden, angepasst werden, vielleicht verbessert werden. Es ist so, seid ihr in einem Insta360-Universum oder in einem DJI-Universum und ihr habt da schon Mikrofone oder irgendwelche anderen Artikel, wie zum Beispiel, ich habe hier der Batteriegriff, der ist eben noch von meinem Pocket 3, den könnt ihr hier einfach weiterverwenden. Dann könnt ihr euch vielleicht so dran halten, ihr bleibt vielleicht einfach in dem Universum, denn ihr macht damit eigentlich nichts falsch. Ihr habt mit beiden Kameras wirklich sehr viele Möglichkeiten und es ist am Ende natürlich auch eine Preisfrage. Welches Paket braucht ihr? Welchen Umfang wollt ihr haben? Ihr seid da, wie gesagt, bei DJI ein gutes Stück billiger dran. Das bringt euch aber natürlich nichts, wenn ihr nur mit Insta360-Kameras unterwegs seid und da die Mikrofone natürlich auch an so einer X5, X6 und so weiter weiterverwenden könnt. Da würde ich dann wahrscheinlich eher zur Insta360-Kamera nehmen. Für beide gilt einfach, es wird sehr viel über die Firmware noch verbessert. Da wird noch viel kommen. Für beide gilt, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen damit. Also ich will euch da jetzt nicht eine große Kamera empfehlen. Wenn man mich jetzt fragen wird, welche Kamera würde ich aus den beiden auswählen, dann würde mir das wirklich sehr schwer fallen, denn ich habe einfach die Möglichkeiten. Ich habe das Drumherum für beide Kameras. Und deswegen kann ich mit beiden einfach sehr viel arbeiten. Wenn man natürlich auf den Preis guckt, klar, ihr seid mit der DJI deutlich günstiger dran, bekommt da aber im Paket halt auch keine 32-Bit-Audio, ist natürlich die Frage, braucht ihr das wieder? Deswegen, ihr versteht mich vielleicht, es ist so ein bisschen eine persönliche Entscheidung, was euch da dann besser passt. Ich würde auf jeden Fall auf niemand hören, der sagt,
Kauft euch die Insta360, denn ich habe das schon seit Jahren, bla bla bla, und bin damit super zufrieden. Oder eben andersrum, kauft euch die DJI, weil ich bin da zufrieden. Ihr könnt mit beiden Kameras wirklich sehr, sehr zufrieden werden und solltet euch deswegen da vielleicht nicht unbedingt schlecht beeinflussen lassen. Es kommt wirklich auf die Details an, auf die ihr dann achten müsst. Sowas wie, wenn ihr eine Zeitlupe gerne benutzt, dann sind die 240 FPS natürlich deutlich besser. Wollt ihr mehr Auflösung, 8K, sind natürlich die 8K in der Luna deutlich besser. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Schreibt die doch einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr davon so haltet. Würde mich wirklich sehr interessieren. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Da werden noch sehr viele Tipps und Tricks Videos, Zubehörvideos und so weiter kommen. Ich habe schon einige Videos hier auf dem Kanal, schaut euch die gerne an. Und dann war es das jetzt auch von mir. Ich hoffe, ich konnte euch meine Meinung dazu erstmal ein bisschen rüberbringen. Natürlich ist es jetzt so, ich kann euch keinen Tipp geben, welche Kamera ihr kaufen sollt. Das müsst ihr für euch festlegen, was da für euch besser passt. Das war's dann also. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.